Hi Leute, wir sind nämlich wieder im Fünfer unterwegs und ich habe ja gesagt, ich mache dieses Jahr noch ein Video für euch. Und in diesem Video geht es darum, warum habe ich mich für den Fünfer entschieden und wie ging das damals. Ihr kennt das Problem ja, euch gefällt ein Modell, sagt ihr ja, das ist geil, das will ich haben. Bloß dann kommt ihr zum nächsten Punkt, wie ist das mit der Ausstattung? Weil dann kommt ja diese riesengroße Fragebogen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo lohnt sich der Aufpreis? Oder in meinem Fall war es ja so, ich hätte mir mehrere Modelle angeschaut und habe mich vorher mal schlau gemacht. Brauche ich Allrad, eher weniger, brauche ich diese Integralaktivlenkung und so weiter. Und habe dann mehrere Probefahrten gemacht und habe dann für mich festgestellt, diese Ausstattungssachen brauche ich und diese brauche ich nicht. Und habe auch viel im Forum nachgelesen, wie so die anderen Meinungen sind. Da kann man sich auch schon mal so ein kleines Bild machen. Lohnt sich das für mich? Brauche ich das überhaupt in meiner, sagen wir, wenn man Stadt fährt oder mehr Autobahn oder wie viel man fährt? Und da habe ich jetzt so eine kleine Liste für euch zusammengeschnitten, vorbereitet. Und ja, wollte euch einfach mal ein paar Tipps geben, welche Ausstattung für mich jetzt wirklich wichtig war. Und falls ihr jetzt mal so ein Modell kaufen würdet, könnt ihr vielleicht mit den Tipps ein bisschen was anfangen und sehen, ja, ach so, das war so die Sache und das hat mir so gefallen. Und ja, vielleicht hilft es den einen oder anderen da draußen. Ich habe die Ausstattung mal aufgeteilt aufs Äußere. Kommen wir mal dazu, ich wollte auf jeden Fall ein 5er Modell mit M-Paket haben. Weil klar, ohne M-Paket sieht er auch nicht schlecht aus, aber ich finde, das M-Paket gibt ihm so noch ein bisschen was, ja, auf jeden Fall was Sportlicheres und die Optik ist auf jeden Fall ein bisschen wuchtiger. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Ich kann ja mal ein paar Bilder reinmachen, wo ihr sehen könnt, das ist jetzt die Optik von außen mit M-Paket, ohne M-Paket. Dann könnt ihr das sehen. Ich glaube, Aufpreis-Paket waren, ich habe so eine Preisliste von 2013, also nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ich glaube, das M-Paket war jetzt 4.000 € Aufpreis. Ja, da sind diese... Ja, von Optik von außen habt ihr diese M-Einstiegsleisten, habt ihr noch, das M-Lenkrad habt ihr noch und bei mir war das M-Fahrwerk noch drin und es gibt ja noch diese 19 Zoll M-Felgen, die ich drauf habe, die kosten glaube ich nochmal 1.500 um den Dreh waren das. Ja, also das war mir schon sehr wichtig. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, da hatte ich das Fahrwerk jetzt mal, ja, welche Arten es vom Fahrwerk gibt, die hatte ich mal aufgeschrieben. Es gibt ja einmal das ganz normale Standardfahrwerk und da ich ja das M-Paket habe, habe ich dieses M-Fahrwerk drin. Also das ist jetzt nicht mit diesem adaptiven Dämpfungssystem. Das heißt, das bleibt immer so. Ihr könnt das jetzt nicht hart oder weich stellen, wie jetzt bei meinem 3 oder mit diesen adaptiven Dämpfern. Die gibt es ja auch beim 5er. Das hatte ich bei mir jetzt nicht. Also ich habe mal eine Probefahrt gemacht mit den adaptiven Dämpfern. Und es war cool. Du kannst ja immer zwischen Sport, Komfort und normal kannst du es ja lassen eben halt. Und wenn ihr es sportlich gemacht hast, war es ziemlich hart. Wenn du normal war es normal, Komfort war es richtig weich. Ja, und ich hatte das jetzt auch ausprobiert gehabt bei einem Pro-Wagen und ja, es war cool, die Spielerei, aber es war, wie sagt man so schön, nicht Fisch, nicht Fleisch oder so. Es war immer von jedem etwas, aber nicht richtig gut. Und viele hatten auch dazu geschrieben, ja, wenn dir das nicht gefällt, testen wir einen Wagen mit dem M-Fahrwerk und ja, das war echt super. Macht auch super viel Spaß und der Wagen liegt auch richtig gut. Vor allem ja, mit der Lenkung eben halt, die ich habe. Also in meinem Fall hatte ich ja das M-Paket und da ist das M-Fahrwerk mit drin. Und dann gab es noch dieses Standardfahrwerk. Der Aufpreis zum M-Fahrwerk waren knapp 400 €. Und dann gibt es dieses Adaptive Drive Fahrwerk mit dynamischer Dämpferkontrolle. Das liegt 3.200 € stand jetzt in der Preisliste drin. Also da habt ihr diese dynamische Dämpferkontrolle mit drin, wo ihr auf Sport das Fahrwerk hart wird, auf normal weicher und auf Eco wird es richtig weich. Und zusätzlich ist da noch Dynamic Drive, sagt man so, das ist so eine Wandstabilisierung, ist auch noch mit drin. Also deswegen der hohe Aufpreis von 3.200 €. Und was mir noch wichtig war, es gab ja noch bei der Automatik, gab es ja die normale Automatik und die Sportautomatik. Ich glaube, bei der Sportautomatik habt ihr die Schaltpedals noch dabei und die sollen auch ein bisschen schneller schalten. Also ich habe auch schon viele gelesen in den Foren, du kannst das nachkodieren. Also wenn du die normale Automatik hast, diese AKG-Automatik, dann kannst du die Sportautomatik nachkodieren und dann rüstest du dir die Schaltpedals nach und dann hast du sie. Also deswegen ist der Aufpreis, glaube ich, auch nur 300 € knapp. Das war jetzt nicht viel. Was der größte Punkt bei meinem Wagen, bei meinem 5er war, ist dann diese Integralaktivlenkung. Weil das war echt der Hammer. Ich hatte nämlich damals in meinem E92 335 diese Aktivlenkung und die war richtig super geil. Also du hattest wirklich, je schneller du fuhrst, desto härter wurde sie und je langsamer du bist, umso leichter ist sie dann. Weil im Stadtverkehr, im Parkhaus und so ist das wirklich eine geile Sache gewesen. Und das wollte ich unbedingt wieder haben. Und ich finde, ich hatte eine Probefahrt gemacht mit dem normalen 5er, mit dem Allrad, sage ich mal. Da hast du keine Integralaktivlenkung. Da gab es die Kombi nicht. Aktivlenkung und Allrad, das ist jetzt beim 9.5er ist das ja so, die gibt es jetzt da.
Und das fiel mir schon sehr auf, dass wenn du die Aktivlenkung mal gefahren bist und steigst dann aus und setzt dich in einen ohne Aktivlenkung, das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du schnell auf der Autobahn unterwegs bist, ich finde, dann ist der Unterschied gar nicht so groß, weil dann wird die ja auch härter und bei dem normalen ohne diese Aktivlenkung ist es dann auch normal, also normal hart. Und da ist der Unterschied nicht so groß, aber je langsamer du, wenn du jetzt viel in der Stadt bist und viele Parkhäusern und dann ist das wirklich eine geile Sache. Viele sagen natürlich auch, weil ja, das ist so synthetisch das Gefühl, du hast nicht so viel Rückmeldung. Das stimmt schon ein bisschen. Ja, muss man so der Typ sein, ob man darauf steht oder nicht. Ich fand es ganz geil, weil der 5er kommt dir dann echt nicht mehr so groß und sperrig vor mit der Aktivlenkung. Das macht da schon was aus, weil also die Hinterräder lenken auch mit, ich glaube ein paar Grad. Und das stabilisiert die Spur dann auch. Und du kannst es auch ganz gut testen, wenn du einen Wagen hast mit Integralaktivlenkung. Da musst du einfach mal ins Menü gehen und Schneeketten. Ich glaube, im Menü kannst du aussuchen, dass du mit Schneeketten unterwegs bist. Und dann schaltet sich diese Aktivlenkung aus. Und dann merkst du echt den Unterschied. Wow, das habe ich schon mal gemacht, war ganz geil. Der nächste Punkt war bei mir, hatte ich mir aufgeschrieben, das ist Navi Multimedia. Da gibt es ja dieses Navi Business. Ich glaube, das kostet 1600 Euro. 6,5 Zoll Display hast du oben. Und der Aufpreis zum Navi Professional waren, ich glaube, 600 Euro, also lag bei 2200 Euro. Und da hast du dann eine Festplatte mit drin von 20 GB. Da kannst du quasi deine ganzen Daten von der CD überspielen und auch vom USB-Stick. Und du hast oben die großen 10 Zoll, 10,2 Zoll Display. Also das ist echt der Hammer. Also jeder, der hier einsteigt, findet das, der kannte das vorher nicht. Und mein Vater auch und sagte, hey, das ist echt eine geile Auflösung. Also auch ein richtig großes Bild. Und das macht schon was her. Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich viel unterwegs ist im Außendienst, dieses Navi Professional. Wenn du jetzt hier wirklich nur, was weiß ich, das Navi nicht so oft brauchst, vor allen Dingen die Handy-Navis, die Google und so, die sind ja sowieso schon tausendmal besser als die eingebauten Navis. Und wenn du so die Kosten vergleichst damit, 2200 Euro im Gegensatz zum Handy von ein paar hundert Euro, ja, ist das schon hart. Aber ist es natürlich viel geiler, wenn du so alles drin hast. Der nächste Punkt, den ich mir notiert hatte, war das Soundsystem. Es gibt ja aber dieses Standard-Soundsystem für 420 Euro. Ja, das hat sich jetzt gar nicht ausprobiert, weil ein bisschen Sound will ich haben. Ich höre viel Musik und ja, da war mir ja schon wichtig. Und ich habe dieses mittlere Soundsystem, dieses HiFi Professional. Damals, also in späteren Baujahren, hieß das nachher Harman Kardon Soundsystem. Ich glaube, das war 1000 Euro Aufpreis. Und dann gab es ja noch das Bang & Olufsen, ich glaube, für über 3000 Euro eine Aufpreis. Bin ich auch schon gefahren. Ich habe das auch mal im Wagen gehabt und habe das getestet. Ist natürlich richtig geil, wenn die Lautsprecher hochfahren und die Optik, alles mit dem Alu und so, das sieht schon richtig geil aus. Und abends ist es auch beleuchtet, wenn du dann fährst. Macht schon was her vom Sound. Klar, ich hatte es auch sehr laut gemacht. Habe jetzt aber nicht für den Aufpreis so den Unterschied gemerkt. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, welche Musikrichtung er jetzt hört. Wenn ihr jetzt, glaube ich, Klassik oder was mit Orchester hört oder so, dann hört er das bestimmt schon daraus. Oder für mich war das jetzt nicht wirklich so, ja, ein Must-Have-Ausstattung. Das nächste, was ich bei mir noch drin hatte, was ich richtig geil finde, ist das DAB Plus Modul. Und ja, du kriegst so Sunshine Live rein, 1 Live Digi und so weiter. Und ist schon eine geile Sache, weil jedenfalls bei mir hier in dem Umkreis, wo ich jetzt wohne, in Unna, Dortmund und so, läuft das alles ohne Probleme. Ich habe auch schon oft gelesen, wenn du jetzt viel auf dem Dorf unterwegs bist, da haben die auch sehr schlecht Empfang und da lohnt es sich dann wirklich nicht. Aber ich glaube, der Aufpreis waren jetzt ein paar hundert Euro für dieses DAB-Modul. Und ich würde es auf jeden Fall vorher mit reinnehmen, weil wenn ihr es nämlich haben wollt später, das Nachrüsten ist echt Sauarbeit und echt teuer. Ich glaube, es gibt von Kufatec so ein Modul und so und das ist alles wieder ja, ein bisschen Rumwuschelei und der Aufpreis, den ihr dann später zahlt, ist auf jeden Fall viel höher. Dann, was noch aufpreispflichtig ist, das wusste ich gar nicht, ist der 6-fach DVD-Wechsler. Den habe ich auch bei mir drin. Und ist ganz cool, wenn du so, ja, ich habe jetzt DVDs drin, How I Met Your Mother oder Big Bang oder so. Und kannst dann unterwegs dann schauen. Das ist ja eine Spielerei, aber ich finde es ganz geil. Aber ich wusste nicht, dass das aufpreispflichtig ist, weil, ja, ich habe es drin gehabt. Aber ich glaube, das kostet jetzt aufpreismäßig, waren es 500 Euro für DVD-Wechsler. Was so eigentlich DVDs heutzutage hat ja auch nicht mal jeder. Das nächste, was ich wirklich jedem empfehlen kann, ist das Head-Up-Display, kurz HUD genannt. Das kostet vor Aufpreis 1200 Euro, aber wenn du das einmal gehabt hast, das habe ich ja schon so oft gesagt in meinen Videos, wenn du das einmal gehabt hast, du siehst zum Beispiel die gefahrene Geschwindigkeit, du siehst, wie schnell du fahren darfst, weil der scannt die Verkehrsschilder ab. Zum Beispiel bei mir steht jetzt 70 darf ich fahren und 70 war ich jetzt. Und
Vor allen Dingen, wenn du jetzt das Navi anhast und du siehst die ganze Zeit, du siehst ja auch so Bilder von den Kreuzungen, wo musst du abbiegen und wann musst du abbiegen, welche Spur von den Kreuzungen. Oder wenn du auf der Autobahn bist und das ist so eine mehrspurige Abbiegespur, dann zeigt dir auch genau, du musst jetzt nicht ganz rechts fahren, sondern die zweite von rechts, und das ist echt schon eine geile Sache. Vor allen Dingen bei den neueren Baujahren hast du dann auch deine ganzen Titel drin. Wenn du das DAB hast oder du hast Musiktitel drin, du musst nicht mal aufs Display gucken, also auf den Tacho gucken, sondern hast das oben im Head-Up-Display drin. Du musst eigentlich gar nicht mehr auf den Tacho gucken. Und das ist wirklich eine richtig geile Funktion. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann, was bei den neueren Baujahren noch dazu gekommen ist, ist dieses multifunktionale Instrumentendisplay. Das mache ich auch mal ein Video damit rein. Das ist natürlich eine richtig geile Sache. Das gab es damals nicht in meinen, also als bei meiner ist das Baujahr 2011. Ich glaube, das kam 2013 oder 2014 raus. Und das ist eine richtig geile Sache. Das ist alles so ähnlich, ja, ein bisschen mehr digital als Gehalt. Ich mache mal ein kurzes Video da rein, da habe ich ja auch schon mal ein Auto da gehabt. Und es ist schon richtig geil, aber auf der anderen Seite, wenn du das Head-Up-Display hast, du guckst ja gar nicht mehr wirklich auf den Tacho drauf. Ja? Ich glaube, Aufpreis waren 500 €. Wenn du das Head-Up-Display hast, dann kostet nur 260 € Aufpreis schon in der Preisliste drin. Wenn du schon dabei bist und das Head-Up-Display da holst für 250 €, würde ich es auf jeden Fall mit reinnehmen. Wie gesagt, damals gab es das bei mir nicht. Also was richtig geil ist, ist auch noch der Driving Assistant Plus. Das ist quasi Tempomat mit Kamera drin vorne. Das kennt ihr bestimmt, dieses Abstandsradar. Das hatte ich im 6er auch gehabt. Du kannst zum Beispiel einstellen, 3 Wagenlängen soll er Platz lassen zum Vordermann, und der beschleunigt die ganze Zeit immer auf, wenn du vorher eingestellt hast 140, dann bleibt er bei 140, bremst da vorne ab, bremst der Wagen auch ab. Ja? Du musst dich eigentlich nicht mal um viele Sachen kümmern. Und das ist wirklich geil, wenn du jetzt sehr oft auf Autobahn unterwegs bist und auch im Stau bist oder im Stadtverkehr, weil der Wagen bremst quasi bis zum Stillstand und fährt dann auch wieder an. Ja? Das ist wirklich eine geile Sache, und da haben wirklich viele im Foren da reingeschrieben, also wenn du viel unterwegs bist, ist der Aufpreis wirklich, ich glaube, das sind 1.700 €, ist dieser Aufpreis auf jeden Fall wert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da gab es dann noch das Nachtsichtgerät. Das hatte ich ja einmal ausprobiert, im 6er hatte ich das mal ausprobiert, im neuen 6er. In meinem alten 6er hatte ich das gehabt, im E63. Dann hatte ich mal eine Profahrt gemacht mit einem 650. Ja, es ist eine geile Spielerei auch wieder, aber auch richtig nützlich. Ich wohne ja auch auf dem Land und ich habe das mal ausprobiert. Du musst ja die ganze Zeit immer aufs Display gucken. Du siehst ja nur dort, ob da jetzt wirklich ein Mensch läuft oder ein Reh läuft oder so. Es war ganz cool, wenn du dich mal hingestellt hast. Du stehst einfach so kurz vorm, ja, sag ich mal, so einem Acker nachts und kannst dann so sehen, wo sind so die Tiere. Das war ganz geil. Aber der wirkliche Nutzen beim Fahren, du musst immer aufs Display gucken, das lenkt dich mehr ab. Also es wäre wirklich geil, wenn es dann, sag ich mal, im Head-Up-Display drin wäre. Das wäre richtig geil. Ich glaube, das kommt aber noch. Bei Mercedes müsste es, glaube ich, unten im Tacho drin sein, wenn mich das nicht recht täuscht. Ja, aber der Aufpreis dafür, ich glaube, das waren auch fast 1.800 €. Wäre jetzt nicht mein Nutzen. Nächster Punkt ist der adaptive LED-Scheinwerfer. Der Aufpreis ist, glaube ich, 1.700 €. Und ich bin den auch schon gefahren. Vor allen Dingen die Optik ist ja erstmal schon mal viel geiler. Nachts bin ich das leider noch nicht gefahren. Aber ich habe gelesen, alle, die den danach gehabt hatten, können super empfehlen. Also das ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht in dem Fall. Sprich, verpasst dann ganz gut. Weil erstmal ist es so, dass du dass er deine Vordermann ausblendet. Ihr kennt ja diese Matrix-LED-Scheinwerfer und so. Das ist ja nichts anderes als jetzt beim BMW. Und die Reichweite soll geil sein, die Ausleuchtung soll richtig gut sein, und dass er das dann Vordermann ausblendet, wenn er hinter dem bist, oder der entgegenkommende Verkehr wird dann ausgeblendet kurz. Ja, das kann nur jeder empfehlen. Also wenn du es einmal gehabt hast, willst du es immer wieder haben. Wie gesagt, ich konnte es jetzt leider nur tagsüber probieren, da hatte ich das noch nicht so gesehen, bis auf diese geile Optik. Der M4 hat es zum Beispiel standardmäßig drin. Ja. Zeige ich euch hier mal nochmal ein Bild. Dann gibt es ja noch den Fernlichtassistenten für knapp 135 €. Den habe ich bei mir im 5er auch drin. Das ist auch schon eine geile Sache, weil du kannst dann nachts rumfahren mit Fernlicht und der blendet dann automatisch ab, wenn Gegenverkehr kommt. Oder wenn er, ich glaube, sogar die Rücklichter von dem Vordermann sieht. Hat bei mir jetzt fast immer gut geklappt. Bloß 100% darauf verlassen kannst du dich nicht. Aber für den Aufpreis von 135 € würde ich das auf jeden Fall mit reinnehmen. Und was ich noch bei mir drin habe, ist der letzte Punkt, das adaptive Kurvenlicht. Das kostet jetzt 420 € Aufpreis und würde ich auch jedem empfehlen. Also ist jetzt, ja, nicht unbedingt müsste man es haben, aber ist schon geil, wenn man es hat. Ich glaube 420 € waren es jetzt eben.
Und wenn du das Lenkrad jetzt ganz nach rechts einschlägst, dann geht der Lichtkegel vorne, dein Licht mit nach rechts. Ja. Das ist ganz cool, wenn du viel Landstraßen fährst, und dann werden so die Einmündungen ausgeleuchtet, und das ist schon nicht schlecht, wenn du es hast. Also ich finde es ganz cool. So, das waren jetzt die Assistenzsysteme, die ich jetzt durchgegangen bin. Und so der letzte Punkt, den ich jetzt noch hatte, waren die Komfortsachen. Ja, also von den Sitzbezügen gab es ja beim M-Paket, wenn du das nimmst, dann hast du diese Alcantara-Sitze da drin. Ich finde das richtig geil. Also hatte ich noch nie gehabt, ein ärgerlich so ein bisschen. Ich bin mal eine Profahrt gemacht mit dem 440 und ich finde der Alcantara schon irgendwie richtig geil. Ist jetzt was anderes als Leder, aber ich glaube die Vorteile so, was viele geschrieben haben, du schwitzt nicht so schnell, jetzt im Sommer, wenn das Leder so heiß ist und es ist nicht so kalt im Winter, und ich glaube die Reinigung ist vielleicht auch ein bisschen, ja, einfacher, glaube ich. Wenn du das M-Paket bestellt hast, da hast du Alcantara-Sitze auch mit drin. Dann gibt es das Leder Dakota. Das ist Aufpreis von 1000 Euro, glaube ich. Ich schreibe das immer unten nochmal genau drunter. Das habe ich jetzt bei mir im 5er drin. Ist schon ganz gut. Ist natürlich jetzt kein richtiges Leder, und manchmal siehst du schon so ein paar Stellen, die jetzt ja, ein bisschen abgenutzt sind. Ich glaube, es wird beim richtigen Leder jetzt nicht so passieren. Ja. Wenn du jetzt noch das richtige Leder nehmen würdest, dann würdest du anstatt 1000 Euro fast 2000 Euro Aufpreis zahlen. Und dann gibt es ja noch spezielles Leder, Ledersorten, glaube ich noch, dann bist du noch teurer mit dem Aufpreis. Ja, also ich würde fürs nächste Auto richtiges Leder, wäre natürlich richtig geil. Oder ansonsten Alcantara nehmen. Ja, also Dakota Kunstleder ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, da musst du echt, das noch mehr pflegen, dieses Kunstleder. Nächster Punkt, den ich jetzt noch aufgeschrieben habe, war jetzt das Thema Sitze. Also ich habe jetzt Sportsitze im 5er. Es gibt immer noch diese Standardsitze, die Sportsitze geben ein bisschen mehr Seitenhalt, das stimmt auch. Wo ich allerdings, wenn du jetzt mehr auf Komfort stehst, dann würde ich die Komfortsitze nehmen. Ich glaube, der Aufpreis komplett für die Komfortsitze liegt bei 2000 Euro. Aber ich saß in einem 6er drin und der hatte die Komfortsitze, und das ist wirklich genial. Also das ist so bequem, das ist schon richtig geil. Also, das vermisse ich schon so ein bisschen. Ist jetzt nicht schlecht, was ich jetzt habe mit der Sportsitzung, ist ganz cool. Aber wenn du das andere Mal einmal so hattest, das sagen auch viele. Also wenn du längere Strecken fährst am Stück, so 1-2 Stunden oder noch länger, dann sind diese Komfortsitze schon richtig geil. Ja. Dann gab es noch die aktive Sitzbelüftung, die finde ich auch ganz cool. Die kostet 745 Euro. Ich glaube, die gibt es aber nur in Verbindung mit den Komfortsitzen. Ja, mit den Sportsitzen gab es das jetzt nicht. Ich hatte das mal gehabt und ausprobiert, weil im Sommer, ich habe immer viel Hemd an und so, da schwitzt so schnell. Diese aktive Sitzbelüftung ist schon richtig geil, wenn du viel schwitzt. Also wenn du schnell schwitzt. Dann macht das schon. Wobei ich ja auch gelesen habe, du kannst auch wie einstellen wie bei der Sitzheizung, 3 Stufen, wie stark die Sitzbelüftung sein soll. Und manche haben auch gesagt, die finden das nicht so gut und so, aber ich fand es ganz cool. Ich kann es jetzt von meiner Erfahrung nur berichten. Dann der nächste Punkt bei Komfort ist dieser Komfortzugang. Kennt ihr bestimmt alle. Das war ja so sehr, oder ist immer noch so sehr im Gespräch drin wegen Diebstahl. Ja, also Komfortzugang bedeutet ja, dass ihr den Schlüssel einfach bei euch habt und die Türen lassen sich dann so öffnen und Kofferraum lasse ich so aufmachen, und ist schon echt bequem, ist schon eine coole Sache. Bloß was viele jetzt, ja, was jetzt schon immer länger feststeht, ist, dass man euren Wagen sehr leicht dadurch öffnen kann. Es gibt anscheinend so Geräte, die klauen eure Sendefrequenz. Also die nehmen das auf, wenn ihr, sag ich mal, die verstecken sich irgendwo um die Ecke, und wenn ihr dann euren Wagen zuschließt mit dem Schlüssel oder ihr macht den einfach zu, dann haben die eure Sendefrequenz, und dann können die mit so einem anderen Gerät, der ist so ähnlich wie ein Schlüssel, die spielen einfach diese Frequenz ab und der Wagen öffnet sich. Und so könnt ihr auch mit dem Wagen wegfahren, und es ist natürlich, ja, echt scheiße, wenn er so einfach es den Dieben machst, obwohl es ist, glaube ich, egal, wie du es verbessert und was du noch erfindest, es gibt immer wieder Leute, die das knacken können. Es ist nur eine Frage der Zeit, ist ja immer so. Aber viele bestellen sich auch schon keinen Neuwagen mehr mit Komfortzugang, weil die eben Angst haben, dass dadurch, also es ist ja auch nachgewiesen, dass dadurch die Diebstahlwahrscheinlichkeit höher ist. Wenn du jetzt ein begehrtes Modell hast, sag ich mal jetzt ein X6 oder X5 oder ein M4 oder so, dann würden die das gar nicht mehr bestellen mit so einem Komfortzugang. Also ich an meiner Stelle, ja, ich finde es ganz cool. Ich habe es ja im 5er und im M3 habe ich es nicht. Und es ist schon ganz geil, wenn du es hast, aber es ist auch nicht schlimm, wenn du den Schlüssel dafür nimmst. Weil wenn du weggehst vom Auto, wenn du hingehst zum Auto und du machst es auf, ist es ganz geil. Aber ich meine, wenn du weggehst vom Auto, dann musst du dich ja umdrehen, drückst auf den Griff drauf. Und ich finde es irgendwie einfacher und cooler, wenn du dann den Knopf drückst immer noch. Also das mache ich so meistens noch.
Ja. Ist immer so, ja, eine Sache, wie man es jetzt mag. Nächster Punkt beim Thema Komfort habe ich die Parksensoren, Park Distance Control, PDC nennt man das ja auch. Und ja, ich habe es bei mir zusätzlich noch die Rückfahrkamera mit drin, ich im 5er. Und ja, es gab ja früher nur bei den Autos immer Park Distance Control, habe ich am M3 auch. Und da gab es, also hatte ich jetzt keine Rückfahrkamera, ich glaube, die gab es damals auch noch gar nicht. Also ich glaube, der Aufpreis mit der Kamera waren 300 €. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn du dann schon wirklich einen Neuwagen bestellst, dann würde ich die Rückfahrkamera mit dazu nehmen. Weil manchmal ist ja hinter dir Steine oder so von der Einfahrt oder irgendwas, was nur halb hoch ist. Das siehst du ja mit dem Parksensor manchmal nicht. Und dann ist schon eine ganz coole Erleichterung, wenn du es drin hast. Es ist bei abends natürlich nicht ganz so gut, die Auflösung, die Ausbeleuchtung, aber ich finde es mal eine ganz geile Sache und ich würde es mir wünschen, jetzt im M3 auch, aber muss man jetzt nicht unbedingt haben. Und dann gab es dann noch zusätzlich zur Rückfahrkamera gab es noch dieses Surround View. Ich glaube, es kostet auch nochmal 600, 700 € Aufpreis. Dann hast du quasi in den Außenspiegeln vorne, hinten Kotflügel rüber, da hast du dann noch Kameras. Und du hast quasi so einen Rundumblick von dem Auto. Und viele, die sich einen neuen bestellt haben, ich lese das ja mal im Foren und so, dass sie das ganz geil finden, wenn sie jetzt einen Parkbuchten einparken oder jetzt am Bordstein. Und das ist ganz geil für die 19, 20 Zoll Felgen, wenn du das hast. Aber ich komme immer so mit klar, wie Seitenspiel, der rechte, der geht ja auch nach unten, wenn du rückwärts fährst. Und dann kriegst du das auch mal locker mit hin. Ist es geil, wenn du es hast, aber es ist auch nicht unbedingt nötig. Der nächste Punkt ist das Schiebedach. Ja, ich hatte leider kein Schiebedach und ich hatte im 650 damals das Schiebedach gehabt und das war schon richtig geil. Also mir geht es nicht darum, du kannst beim 6er zum Beispiel das Schiebedach ja gar nicht öffnen, konntest du ja nur ein Stück anheben, ein E63. Und ich finde es, in 335 hatte ich das gehabt, das Schiebedach, ich finde es richtig geil, weil zum einen wird der Innenraum heller, bewegt viel heller und was ich ganz geil finde, wenn du im Sommer fährst, ich habe irgendwie das Fenster immer ein Stück Spalt offen. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ist vielleicht so ein Tick oder so. Beim Schiebedach hätte ich das dann oben ein Stück offen, so hätte ich das an der Seite nicht. Und die Geräusche wären jetzt nicht dementsprechend hier so laut. Ich finde es dann auch noch von der Optik ganz geil. Wenn du so von der Seite guckst und das Schiebedach ist oben, bist du ja wie so ein kleiner Spoiler, wenn es angehoben ist. Und das gefällt mir ganz gut. Ja, aber der Hauptgrund wäre einfach, dass der Innenraum heller ist und du kannst es mal zwischendurch mal ganz aufmachen. Das ist auch schon ganz cool. So, also wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im M3. Ich habe mal kurz den Wagen gewechselt. Ich war ja zum Schluss stehen geblieben bei der automatischen Heckklappenbestätigung. Und ja, wie gesagt, das ist nice to have, aber muss man jetzt auch nicht haben. Wenn man schon alles drin hat, würde ich es natürlich mit reinnehmen, aber ja, ist ganz okay. Dann, was ich ja richtig geil finde, das ist auch so eine Spielerei, dieses Soft Close. Dass du die Tür nur anlehnst und dann zieht sie sich zu. Ja, das gibt's, bei den Türen gibt es das, bei dem Kofferraum, glaube ich, gibt es das auch, dass es zuzieht. Ist ganz geil, aber was mir auch schon mal einmal passiert ist, da hat jemand das nicht gewusst. Das Mädel hat die Tür zugemacht, hat aber natürlich die Hand, also den Finger so halt drin gehabt. Und die Tür hat richtig zugezogen und sie hatte nachher richtig blauen Finger gehabt. Also sie hat das nicht gemerkt. Sie sagte ja, die Tür hier so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie sie es zumachen wollte, wie man das schafft, dass man den Finger nicht wegnimmt, wenn die Tür eigentlich zugehen soll. Aber es ist nun mal passiert und sie hatte nachher einen blauen Finger. Was ich dann noch euch ganz wichtigen Tipp gebe, das ist das Durchladesystem. Das kostet auch 450 € ungefähr. Das heißt, ihr könnt dann hinten die Rückbank umklappen. Weil es ist echt nicht Serie beim F10. Ich habe mich so oft geärgert, weil im M3 kann ich es umklappen und im 5er, der eigentlich größer ist, wo mehr reinpassen würde. Und manchmal, wenn du umziehst oder so, hast du so lange, schwierige Sachen. Und dann kannst du die Sachen nicht umklappen. Das war ganz schön nervig jetzt. Ja, das ist so ein Tipp von mir noch. Ja, was ich sonst noch ganz geil finde, ist diese Mattenlacke bei BMW. Die finde ich ja ganz geil. Also diese Frozen Gold oder so, oder Bronx Metallic nennt sich das. Könnt ihr mal drunter schreiben, wieso die Erfahrungen mit den Lacken sind. Ist das ganz gut oder sind die sehr empfindlich? Ich habe nur mal gehört, wenn du das nachher nachlackieren musst, weil du irgendwie einen kleinen Unfall hast oder so, ist es ein bisschen kritisch, das gleiche hinzubekommen. Und ich glaube, der Aufpreis dafür für diese Sonderlackierung liegt über 3.500 € oder noch mehr eben halt für diese Mattenlacke. Und das hat euch jetzt so ein bisschen so geholfen, die ganzen Ausstattungsmerkmale, die ich jetzt mal aufgezählt habe. Das war so, ja, meine wichtigen, die habe ich ja im 5er drin. Also das M-Paket ist das Wichtigste für mich gewesen. Dann Head-Up-Display ist das Wichtigste für mich gewesen, das große Navi Professional. Dann die Soundanlage war die mittlere, die ist richtig gut, das würde ich immer wieder nehmen. Ja gut, Komfortzugang muss jetzt nicht unbedingt sein.
Das waren so die wichtigsten Sachen eigentlich. Ja. Aber mich würde mal interessieren, wie das bei euch so draußen ist, weil ich glaube, jeder... Ja, muss man überholen hier. Also mich würde das mal bei euch interessieren da draußen, wie ihr das so seht. Welche Ausstattung ist super, super wichtig beim 5er? Welche würdet ihr immer wieder mitnehmen? Oder bei welcher Ausstattung sagt ihr, nee, das ist der letzte Scheiß und habe ich mir mehr von versprochen? Oder ja, würde ich es nie wieder bestellen? Würde mich interessieren und freue mich darüber und freue mich natürlich über ein Like, aber auch. Das Jahr ist jetzt bald vorbei, ist rum, ein paar Tage noch und dann haben wir 2018. Und in dem Sinne wünsche ich euch schon mal einen schönen Rutsch ins neue Jahr, kommt gesund und heil rein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis die Tage. Ciao, ciao. Jetzt können wir mal Gas geben hier.